Hallo liebe Scuderia-Freunde, herzlich willkommen. Hier ist wieder der Marc und heute mal mit einem Video zum Thema Vespa GTS 2021, also das neue Euro 5 Modell. Ihr seht, ich bin vom Cafe Racer in Berlin und werde heute mit dem Micha euch mal so ein bisschen die Neuigkeiten vorstellen, was sich geändert hat vom 2020er HPE-Modell zum neuen 2021er. Also ich nehme euch mal mit rein, jetzt wird es ziemlich kalt, heute haben wir nur 2 Grad, also es wird recht frostig. Und wir schauen uns mal die genauen Änderungen an. Also bis gleich. So, dann gehen wir mal rein und schauen mal, wo der Micha ist. Der müsste irgendwo hinten sein. Leonie ist auch wieder beim Arbeiten, die kennt das schon vom letzten Video. Und vorne ist Carola, aber die ist gerade busy. Hier wird auch gearbeitet. Da ist der Micha. Hey ho, hallo Micha. Grüß euch. Herzlich willkommen mal wieder beim Kaffee Racer. Hier ist der separate Bereich. So, hier hinten stehen sie schon. Also wir haben das alles jetzt so ein bisschen separiert. Hier hinten der Raum ist abgeteilt. Aufgrund von Corona, wisst ihr ja, müssen wir alle ein bisschen Distanz wahren. Ganz ich muss keine tragen, weil hier ist ja nur die Kamera und ich. Genau, Micha ist ganz weit weg von mir. Der ist jetzt 3,50 Meter mindestens entfernt von mir. Also wir können hier hinten ganz normal mit euch so ein bisschen die Sachen durchgehen. Ja, ich habe es draußen schon erwähnt. Wir wollen heute mal uns anschauen, was sind die Unterschiede vom 2021er Modell zum 2020er. Und ich habe euch letztes Mal schon kurz diese orange, wunderschöne hier vorgestellt. Und Micha wird uns heute mal so ein bisschen was erzählen, was jetzt so die technischen Unterschiede sind. Denn es ist ja nicht nur optisch, sondern es muss sich ja aufgrund der Euro 5 auch ein bisschen was ändern. Ne, Micha? Genau, es hat sich ein bisschen was geändert, aber es ist natürlich Vespa-typisch, dass sich Kleinigkeiten geändert haben. Ja. Und die HPE war ja eh schon Euro 5 tauglich. Das heißt, sie hatte noch die Euro 4 Typisierung, war aber schon Euro 5 tauglich, also vorbereitet für die Euro 5. Folglich sind die Änderungen an der Maschine auch wirklich minimal. Ja, das können wir uns gleich mal angucken einfach, aber an Motortechnik oder so hat sich so gut wie nichts geändert. Okay, wir haben glaube ich sogar 2 hier, ne? Das da hinten, die Racing 60s, ist ja auch eine neue. Das ist schon eine Euro 5 Racing 60s hier, genau, und das ist ja die Orange Impulsivo. Impulsivo, heißt okay. Die Farbe. Ja. Ja, so beide schon gebrandet, also sind auch unsere Fahrzeuge. Die Orange wird übrigens mal so am Rande erwähnt, unser neues Projekt auch werden für die 2. Staffel. Super. Ja, da denken wir uns natürlich noch was Feines aus. Das Thema, sollen wir das Thema erklären verraten? Wir euch nachher. Ja, das Thema verraten wir eigentlich noch nicht, weil sonst, aber das wird ein sehr lustiges Thema, ein italienisches Thema wird es werden, ein frisches italienisches Thema, vor allem um die Farbe Orange hier in dem Fall, wenn wir mal gleich bei den neuen sind, die Farbe Orange ein bisschen intensiver rauszuholen. Die Farbe ist insofern interessant, ich bleibe mal bei dem Orange gerade, also Euro 5 und so weiter, die Farbe gehört ja jetzt auch zur Euro 5 neu, gibt es auch als kleine, also als Primavera gibt es die Farbe auch. Ehrlicherweise gesagt ein bisschen enttäuscht am Anfang, weil wir gedacht hatten, die Farbe ist kräftiger, oranger und. Muss aber ganz ehrlich sagen, die Farbe braucht einen Moment und erinnert mich an die Farben, die wir eigentlich so gerne hier lackieren, die Porsche-Farben, wo wir ja schon in vielen verschiedenen Videos festgestellt haben, dass Porsche so ein Händchen dafür hat, in den Lacken sie unterschiedlich wirken zu lassen, je nach Lichteinfall. Wenn die Sonne bei der goldenen Targadoro, wenn die Sonne raufscheint, ist die Gold. Im Schatten ist die eher so karamellbraun Optik. Ja? Und das ist ganz interessant. Oder die Martini ist eher türkis, wenn die Sonne untergeht, wenn die Sonne drauf ist sie eher hellblau, es ist schon sehr abgefahren. Und die Farbe, haben wir festgestellt, hat genau so einen Effekt auch. Wenn die hier drin steht, dann wirkt sie eher, naja, halt nicht so ganz so spannend. Kriegt ja auch einen anderen Farbton durch die Lampen. Ne? Das Genau. Ist ja so eine Sache, ist ja kein das ist also auch, wenn die Sonne untergeht, wenn es dunkler wird und, dann wirkt sie nicht mehr ganz so orange, wie wir das eigentlich kennen von der alten GTS. In Orange diesmal gab die Super, das ist übrigens auch keine Super, was man an den silbernen Felgen und so weiter erkennt. Die Standardversion. Das ist die Standardversion, ganz genau. Ist noch irgendwelche neuen Farben jetzt eigentlich in der neuen Saison? Ja, neu ist auch in der neuen Saison. Einmal gibt es hier so ein, ich brauche mal meine Brille, sonst kann ich das mit alt nicht mehr lesen. Okay. So. Ja, du hast auch noch neu in den neuen das Grau Delicato. Das ist also relativ, also auch eine neue Farbe für die Kleinen vor allem. Ist die glänzend oder matt? Das ist eine Mattfarbe. Okay. Ja, das ist eine Mattfarbe. Hier steht das Delicato Matt G01. Ist es bei der Primavera S. Bei der normalen ist es ein Glanzton. Gibt es beides. Ja, Matt und Glanz. Und dann hast du hier hinten dasselbe, das Delicato Glanz. Das ist nämlich G01 und das Matte ist
G02. Hast du hier also eine Glanzfarbe auch bei den HPEs, da wo wir auch das Orange Impulsivo haben. Hier auf dem. Ist das so die Farbe wie bei der Supertech? Das ist so wir haben sie natürlich noch nicht live gesehen. Die hatten einen anderen Farbcode, von daher wird es eine Nuance anders sein, aber es wird da rankommen, weil die Supertech sind jetzt nämlich matt. Ach. Hier ist auch matt G02. Es gibt das hellglanzgrau, ne, das alte Grau, das gibt es nicht mehr bei der Supertech. Das heißt, das Schwarz ist auch in matt. Und das Schwarz ist auch matt. Okay. Jetzt gibt es die Supertech nur noch in Mattlacken. Ne? Und dann haben wir hier noch die Supersport, wie auch immer mattgrau, mattblau. Und dann haben wir das Weiß Innocenza, kennen wir auch schon, die Farbe ist nicht neu. Das ist ein Glanzton. Es gibt jetzt also auch eine Supersport in Glanz. Ah ja. Haben sie also die Farbe ein bisschen geändert. Genau, das haben sie geändert. Ansonsten die Racing 60s sind noch im Programm, die Weatherspoon, die wir noch nie verkauft haben. Und als Rot Primavera gibt es noch die Red. Da ist ja die Vorlage, diese 946, genau. Ne? Die ja jetzt auch durch die Dior 946 abgelöst wird. Ne? So, okay, also das sind so ein bisschen die neuen Farben. Super. Ne? Das sind ein bisschen. Wir haben noch einen neuen Schwarzton mit drin, auch matt hier. Ne, schwarz, aber die muss man tatsächlich live sehen, weil das sind so Nuancen, die anders sind. Ne, was natürlich beim Lackieren wichtig ist, ganz klar. Aber ansonsten muss man sich das angucken. Also es ist ein bisschen anders in der Farbauswahl ein bisschen jetzt. Anders. Man kriegt ein paar neue, frische Modelle. Man kriegt ein paar frischere Farben, ganz genau. Super. So, das, und jetzt technisch. Jetzt kommt ja das Eine Sache noch. Eine Sache noch? Ja, eine Sache noch ganz wichtig. Ja. Das ist ja schon die aktuelle Preisliste, steht zwar noch Oktober. Ja, wie ist denn der Preis überhaupt jetzt für das Die Preise sind natürlich wieder angezogen. Das habt ihr ja schon gesehen auch gerade. Preise haben wieder ein bisschen angezogen. Bei der kleinen, die kostet jetzt 3,650, die 125er 4,47. Also ein bisschen teurer geworden. Die S-Modelle genau, also alle, ja, so um die 150 Euro, ganz grob, 100 Euro bis 200 teilweise teurer. Was wir aber noch nicht haben, was ihr hier drin seht, bei den kleinen haben wir Preise für den 125er Motor und den 50er. Bei den großen haben wir ja 125, 300. 125er, wir kennen die neuen Preise noch nicht. Die weiß Piaggio noch nicht, weil die Änderung an der 125er Technik, sie soll jetzt wieder volle 15 PS haben. Ach, das kommt jetzt, ja? Richtig. Also da fragen der mich immer sehr viele. Genau, der iGet-Motor hat ja 2016 als Euro 4 Vorbereitung, da kam er in die 125er, runde 3 PS verloren mit 12, und das hat man schon gemerkt. Ist ja klar, in der Größendimension, prozentual ausgerechnet, macht das richtig was aus, 3 PS. Ich meine, dafür geben andere Leute Tuning in ihrer 300er aus, um PS zu gewinnen. Genau. Ja. So, und das macht hier richtig viel aus. Und jetzt kommt sie mit vollen 15 PS wieder. Und da stehen aber die Preise noch nicht fest. Okay. Vermutlich wird sie um die 200 teurer werden. Vermutlich. Okay. Ja, aber 15 PS wird kommen. Aber also 15 PS, das ist zwar genau das, was kommt. Ja, das ist ja für viele interessant, kam auch oft als Frage bei mir im Kanal. Super interessant, ganz genau. Und wenn wir da bei der Leistung sind, dann schwenken wir gleich mal um auf die 300er, wo es ja unzählig viele Meinungen gibt, dass die Euro 5 hätte 2 PS weniger und verloren und die Euro 4 HPE war die stärkste Vespa aller Zeiten. Ja, das haben auch viele im Kanal schon geschrieben. Ich finde diesen Spruch sehr schwierig. Die stärkste Vespa aller Zeiten. Wir reden über ein Fahrzeug mit um die 20 PS. Mit sage und schreibe 23,8 PS. Genau. Und jetzt kommen die, aber ich habe eine HPE, gab es ja schon beim Olli auf dem Prüfstand, die hatte 2 PS weniger. Gleich mal vorweg. Das Modell gibt es seit 18 Jahren. Und du kannst 10 verschiedene aus demselben Baujahr nehmen mit derselben Motorleistung, stellst sie auf den Prüfstand und sie haben alle unterschiedliche. Das sind einfach die Fertigungstoleranzen in diesem Motor. Ja, dieser Motor ist ja auch nicht auf Höchstleistung ausgelegt, sondern auf Haltbarkeit. Der macht nach wie vor 100.000. Da gibt es auch Abweichungen denn von Serienstreuung und so? Ja? Natürlich gibt es Abweichungen in der Serienstreuung. Also 2 PS Unterschied, Serienstreuung könnt ihr mit 18er Modellen, mit allen Modellen, völlig egal, werdet ihr immer finden. Wenn nicht sogar mehr, manchmal weniger. Das ist tatsächlich so. Kennt vielleicht auch der eine oder andere Nachbar, hat dasselbe Fahrzeug wie er gekauft, selber Zeitpunkt. Irgendwie ist meine schneller, obwohl alles Setup, alles same ist. Das kann es geben, ja. Also schneller heißt hier aber auch ein Müh. Ja? Ne? Auf der Rennstrecke wichtig, auf der Straße egal. Gut, das heißt, so, folglich, die Euro 5 HPE hat nach wie vor, damit endlich mal dieses, die hat aber weniger, ich kann das nämlich nicht mehr hören, ehrlich gesagt, kann man hier sehen, 18 kW eingetragen. Ist es da? Hier steht es 18 kW. So, und wenn wir also 18 kW mal umrechnen, sind es sogar 24,3 irgendwas PS. Ja? Okay. So.
Also, da hat sich nichts geändert. Warum sollte sich auch was ändern? Sie war ja schon Euro 5 vorbereitet. Ja, also völliger Blödsinn. So, dann die wirklichen Änderungen für die Euro 5. Wobei die Euro 5 auch zu bedenken, ganz kurz, in 2 Stufen erfolgt. Wir haben jetzt 2021 die Euro 5a und werden in 2 Jahren die Euro 5b kriegen. Oh. Das wird dann nochmal eine spannendere Geschichte, weil die Euro 5 schon deutlich strenger ist. Und das wird die spannendere Geschichte an der Sache. Aktuell ist es kein Unterschied. Gut. Der Unterschied, die technischen, also am Fahrzeug selber kann man schon mal erkennen, ganz grob, die Felgen haben sich geändert. Ah, genau. Nach 18 Jahren! Yeah! Wir holen mal die Original, also die Original nicht, sondern die alte, 18 Jahre alte Felge raus. Und sehen, wir haben nach wie vor das 5-Speichen-Design, aber wir haben jetzt eher analog so ein bisschen wie bei der Primavera, da haben wir das so ähnlich, haben wir jetzt hier solche Erhebungen drin, dass das Ganze ein bisschen plastischer wirkt und nicht mehr so zweidimensional, sondern eher so in die Dimensionen hier geht und ein bisschen filigraner gearbeitet ist. Geschwungener, so genau, ganz genau, kann man eigentlich ganz gut den Unterschied erkennen von der alten zur neuen. Das ist einer der größten Unterschiede tatsächlich. Ist immer noch nicht 13 Zoll, also können wir das immer noch umbauen. So, das ist eine große Änderung. Dann haben wir bei den Super Sport sind es wieder so ein paar Design-Aufkleberänderungen. Die sehen wir jetzt hier nicht, weil wir keine Super hier stehen haben oder Super Sport hier stehen haben. Aber das kennt ja jeder von Vespa, das ist jedes Jahr, oh, jetzt wird der Aufkleber anders designt, neues Modell. Das ist im Piaggio-Konzern ganz beliebt, diese Variante, auch bei Moto Guzzi. Wie wird jetzt motortechnisch? Wir bauen einen neuen Tank auf und sagen, wir haben ein neues Modell. Und kostet gleich 200 Euro mehr. Kostet, ja, genau, Sondermodell. Genau. Aber ist ja auch irgendwie sympathisch. Ja. Was war die Frage? Die Frage war jetzt der Motor. Da muss ja Euro 5 heißt ja, man muss ja da irgendwie was am Motor ändern, damit die Abgassituation genau, Euronormen sind natürlich nicht nur Abgase. Euronormen sind Aufzeichnungen von Umweltparametern, Lärmemissionen, Abgasemissionen. Das sind verschiedene Faktoren, die hier zusammenkommen. So, ein Faktor haben wir also auch bei den Euro 5 Vorbereiteten, also seit der HPE praktisch. Haben wir ja ein Neufahrzeug, nehmen wir das mal raus. Wir haben jetzt einen einheitlichen ODBD-Stecker, also ein Diagnosestecker hier, der ist jetzt vereinheitlicht worden. Ne? Bis zur Euro 5 haben viele Hersteller unterschiedliche Stecker dran gehabt. Okay. Ja? Was auch natürlich Probleme gibt, weil kein TÜV oder irgendwas kann hier was auslesen konnte. Also man braucht irgendwelche Adapter zum Auslesen. Genau, hat niemand, war auch nie interessant. Jetzt wird es wie beim Auto. Das hier ist ODBD 2 und das ist eine genormte Steckform. Ja, die haben jetzt alle in der Euro 5. Jedes Motorrad hat diesen Stecker. Ja, was auch interessant sein könnte, weil jetzt könnte sich so ein Zubehörmarkt entwickeln mit Auslesegeräten, was es im Autosegment schon lange gibt. Kleine Geräte, um so die Basisfunktionen auslesen oder löschen zu können oder was auch immer, Fehler. Das ist im Motorrad eher schwierig, gibt es vereinzelt hier und da. Für Triumph gibt es Apps, kann man das mit dem Handy und einem kleinen Dongle machen. Aber das wird sich jetzt deutlich verbessern, glaube ich, mit der Vereinheitlichung dieser Stecker, weil damit kannst du dann tatsächlich einfacher arbeiten als Hersteller. Schon mal die erste Änderung. Ne? Das gibt es seit der HPE so. Natürlich, aber zwingend für die Euro 5 war das. So, dann haben wir hier alles gleich, also man sieht eh keinen Unterschied hier. Ganz interessant vielleicht ist, wir haben hier neu, dass der Endtopf, also der Auspuff, ging ja normal, hatte hier noch diesen Krümmerfortsatz dran, um dann eigentlich an den Krümmer angeschraubt zu werden. Alles ein Stück, ne? Alles ein Stück, bis zum Krümmer hier unten. Jetzt ist es ein zweigeteiltes Stück und zwar ist hier eine Schelle zwischen. Der Auspuff ist jetzt nur noch so ein Slip-On eigentlich, wie man es aus dem Motorradsegment auch kennt. Slip-On. Du hast nur noch das Endstück einzeln, hast ein neues Krümmerrohr, wo hier hinten da ein zweiter Cut drin steckt. Ne? Okay. Das Ding ist ja ein Cut, da ist ein Cut drin in dem Auspuff. Hier steckt jetzt ein zweiter Cut davor. Das ist neu, daran erkennt man dann auch tatsächlich, das ist Euro 5. Wird spannend mit den Zubehörauspuffanlagen. Die müssen da natürlich jetzt auch nachkommen, weil aktuell sind noch keine. Ich vermute mal, die großen Hersteller, Akrapo, werden da schon was im Petto haben. Aber dann folgen Arrow und Co. eigentlich immer recht schnell nach. Aber da brauchen wir jetzt definitiv was Neues und
können das auch nicht mehr via Einzelabnahme machen, weil das ist Euro 5. Na, wir konnten ja teilweise Auspuffanlagen in die Euro 4 HPEs via Einzelabnahme eintragen lassen, wenn sie Euro 4 typisiert waren. Jetzt nicht mehr möglich. Folglich, da brauchen wir jetzt tatsächlich von den Herstellern neue Sachen. Okay. Ja, das ist also dann die zweite große Änderung. Ansonsten Sonst war's das nichts schon. mehr. Das war's Ja, schon. genau, Vielleicht gucken wir uns war's das nochmal die schon. Racing 60s Wir sehen das an. hier nochmal bei der Racing 60s auch. Die ist ja sonst vom Design her gleich geblieben. Ne? Der gelbe Streifen hier mit dem grün aufgeklebten, gelbe Krawatte. Hier oben drauf die Streifen war vorher genauso. Die an der Seite, die Streifen waren genauso. Man erkennt sie sofort an der Felge. Euro 5. Genau, da ist die neue Felge. Auch wieder in Gold. Auch ne, wieder in wie Gold, vorher. genau. Nur halt so geschwungen in dem Fall. Und dann der Auspuff halt auch Genau. neu. Und hier dann haben wir hinten. auch da wieder Da ist Auspuff mit Nummer vorne, ne, am Slip-On, also an der Schelle. Und dann hast du hier hinten, sieht man Genau. den zweiten Cut. Ah ja, super. So, und nichts mit weniger Leistung. Same, same. Ja, sehr schön. Ist die noch zu verkaufen hier? Die grüne ist weg Ah, ist schon weg. und die wird unser Projekt. Die wird dann danach, kann dann danach gekauft werden. Ja, so liebe Leute, das war's Genau. für heute. Vielen Dank, Micha, für die tolle Information. Sehr gerne. Und solltet ihr irgendwas wissen wollen, gerne einen Kommentar unten hinterlassen. Ich packe euch ja nochmal den Link zum Coffee Racer rein. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, einfach nochmal den Genau. Coffee Racer direkt ansprechen. Ansonsten fahrt weiterhin vorsichtig. Jetzt wird es ja schon langsam ein bisschen kalt und glatt draußen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Tschüss.